Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine Tasche häkelt. Die Tasche hat viel Platz. Abmessungen für diese Tasche sind, so wenn man ganz Platz drückt, in die Breite 35 cm, hier ist 24 und inklusive Griffen sind auch 35, also 36 cm. So, für diese Tasche habe ich zwei Kunststoffgriffe ausgewählt und die sind 14 cm Durchmesser. Gehäkelt habe ich mit Cottonfilet 3 mm in eine Knäuel 200 Gramm 100 Meter. Ich habe zwei Knäuel dafür gebraucht, also fast zwei sind verbraucht, das ist der Rest geblieben. So, gehäkelt habe ich mit Häkelnadel Nummer 6 und außerdem braucht man einen Maschenmarkierer. Und ich wollte noch kurz erklären, wie die Tasche aufgebaut ist. In 3 Abschnitten. Erster Abschnitt, 12 Reihen sind Zunahmen. Zweiter Abschnitt, Mitte. Hier sind 24 Reihen einfach gerade. Und der letzte Abschnitt, wieder 12 Reihen, Abnahmen. Wenn ihr andere Größe brauchen, zum Beispiel breiter, dann können Sie hier in die mittlere Teil mehr Reihen integrieren. Zum Beispiel 26 oder 28, dann wird das breiter. Allerdings, wenn ihr braucht das auch in die Höhe mehr, dann machen Sie auch hier am Anfang mehr Maschenanzahl. Hier anstatt 27 wie bei mir machen Sie 29, 31, also ungerade Zahl. Und bevor Sie starten, schauen Sie auf jeden Fall diese Anleitung bis zu Ende. Dann verstehen Sie dieses Prinzip und können auch eigene Ideen integrieren und andere Maschenanzahl, andere Reihenanzahl auch häkeln. Und fangen wir an. Als erstes macht man einen Knoten. So, jetzt von innen eine Masche häkeln. So, ab jetzt zählen Sie 27 Luftmaschen. Jetzt verbinden wir das mit anderem Ring. Von innen reingreifen, rausziehen und versuchen Sie es hier festzuhalten, nicht weiterziehen, damit hier keine große Öffnung entsteht, sondern wirklich straff eine Masche ziehen. Fertig. So, erste Reihe. Wir werden in dieser Stelle hinter den Zopf häkeln. Diese Stellen. Also schauen Sie, hier ist Zopf, hinten diese Stelle. Als erste 3 Kettmaschen. Hier drehen Sie rum und direkt diese erste Stelle. Durchziehen und durch diese Masche ziehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Weiter wird 21 Festmaschen gehäkelt. Und hier am Ende 3 Kettmaschen noch geblieben.
hier die letzte. Also insgesamt haben wir immer noch 27 Maschen. Jetzt verbinden wir das. Eine feste Masche ziehen. Dreht man rum. Ab Reihe Nummer 2 werden Zunahmen sein, und zwar bis inklusive Reihe Nummer 12. Suchen Sie Mitte, also ich habe einen Maschenmarkierer und hier sind 13 Maschen, hier sind 13 Maschen und dann markieren Sie diese mittlere Masche. Und diese Zunahmen, wie gesagt, werden in jeder Reihe sein bis Nummer 12. Also, es ist jetzt ganz einfach. Am Anfang werden immer 3 Kettmaschen gehäkelt, dann durchgehend mit Festmaschen. In die markierte Stelle in die Mitte machen wir Zunahme 3 Festmaschen in einer Stelle. Dann durchgehend häkeln und die letzten 3 Kettmaschen. Und gehäkelt wird nur hier dieser eine Faden. So, schauen Sie. Hier ist die erste Kettmasche. 1, 2, 3. Jetzt bis zur markierten Stelle sind 10 Festmaschen. Die häkelt man auch unter der einen Faden. Hier in die Mitte markiere weg und 3 Festmasche hier in einer Stelle. Und mittlere Masche davon markieren. Das wird in der nächsten Reihe wieder an dieser Stelle Zunahme sein. Dann bis zu Ende 10 Festmaschen und 3 Kettmaschen. Und hier die letzte Masche, Kettmasche. So, dann verbinden wir wieder rein und feste Masche häkeln. Dreht man rum. Jetzt häkeln wir wieder zurück. Genau dasselbe. 3 Kettmaschen, dann durchgehend Festmaschen bis zu dieser markierten Stelle. Hier macht man Zunahme. 3 Stück in eine Masche. Dann durchgehend weiter mit Festmaschen. Am Ende 3 Kettmaschen. Am Ende von Reihe Nummer 3 werden 31 Maschen sein. Verbinden wir das. Und dreht man rum. Reihe Nummer 4. Genau dasselbe. Kettmaschen, Festmaschen bis zu dieser Ecke. 3 Stück in einem. Festmaschen, letzte 3 Kettmaschen. Also ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Es ist immer dasselbe. Hin und zurück. Immer in die Mitte Zunahme machen. 3 in einer Stelle. Und hier 3 Kettmaschen. Und so insgesamt wird das 12 Reihen. Hin und her 12 Reihen. Am Ende von Reihe Nummer 12 wird 49 Maschen sein. Ich habe 12 Reihen fertig gehäkelt. Wie man die Reihen zählt, ist einfach. Ich zähle nach Doppelte. Also hier ist ein Doppelte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 2 sind 12 Reihen.
Ab jetzt wird es ganz einfach. Ab Reihe Nummer 13 bis Reihe 36 häkelt man 49 Maschen ohne Zunahme weiter. Und zwar am Anfang 3 Kettmaschen, dann durchgehend 43 feste Maschen und am Ende 3 Kettmaschen. Ab der Reihe 37 werden hier Abnahmen stattfinden. Also, ihr häkelt selbstständig weiter bis Reihe Nummer 36. Die Tasche ist ordentlich gewachsen, 36 Reihen gehäkelt. Jetzt markieren Sie die mittlere Masche, hier 24 Maschen, dann markieren und hier 24. Also insgesamt jetzt 49 Maschen hier. Und ab 37. Reihe werden wir Abnahmen machen. So. Zuerst häkeln wir Muster weiter, 3 Kettmaschen und bis zu einer Masche vor die markierte Stelle. Die 3 Maschen werden wir zusammen häkeln. Und jetzt die Abnahme, Maschenmarkierer weg. Ich kann euch 2 Möglichkeiten zeigen, wie man das macht mit 3 Maschen. Also erste Masche rein, rausziehen, in die zweite, dann in die dritte. Und die alle 4 zusammen häkeln. Möglichkeit Nummer 2. Sie gehen einfach hier rein, da rein und hier und ziehen einmal raus und die 2 abhäkeln. Suchen Sie es raus, wie es Ihnen lieber, und dann diese Masche markieren. Also das heißt, bei der nächsten Reihe wird diese Masche wieder mittlere sein. Und passen Sie auf, verwechseln Sie nicht, in welche nächste müssen Sie rein. Hier schauen Sie, das ist schon hier bei der Abnahme dabei. Das heißt hier dann. So sieht dann das aus. Und häkelt er weiter nach dem Muster. Also alles mit Festmaschen und am Ende 3 Kettmaschen. Und kommt man dann wieder zurück bis zur Mitte. Reihe Nummer 38, Abnahme. Mittlere Masche markiert weg. Und erste, zweite, dritte. Durchziehen und Masche häkeln. Und diese Masche wieder markieren. So. Und so wird weiter gehäkelt, bis man die Reihe 47 fertig hat. Bei der Reihe 47 am Ende sollte 27 Maschen bleiben. Ihr häkelt das so weiter und treffen wir uns bei letzter Reihe 48. Die letzte Reihe 48 häkelt man ohne Abnahmen. 3 Kettmaschen am Anfang, 21 Festmaschen und am Ende 3 Kettmaschen. Am Ende von dieser Reihe noch verbinden und eigentlich das war's. Tasche ist fertig. Kann man so lassen, Garn abschneiden und verstecken enden. Aber kann man auch noch einmal mit Kettmaschen alles umhäkeln. Und zwar, ich gehe direkt hier und schauen Sie, zwischen diese 2 Faden sind Öffnungen. Und ich gehe da rein und ziehe ich eine Kettmasche raus. Dann die nächste und so weiter. Hier oben entsteht so ein schöner Zopf. Hier. Dann gehe ich hier weiter auf die Seite bis zu den anderen Griff.
Hier schauen Sie, bei diesem Zopf nehme ich diese Faden, welche zu mir als erster steht. So, ich gehe mal hier rein. Und direkt da. Jetzt hier auf die andere Seite, genau dasselbe zwischen diese Reihen, zwischen diese zwei Faden reingreifen, Kettmaschen rausziehen. Und jetzt noch die letzte Seite geblieben bis hierhin. Und ich gehe auch in diese eine Faden, welche zu mir nahe liegt. Und hier am Ende ziehen Sie diese allerletzte Masche raus, abschneiden und dann schauen Sie, hier allererste Masche war, unten ziehen Sie das durch und wieder zurück auf die Stelle, wo es rauskommt. Also drehen Sie rum und schauen Sie, wo genau das ist. Und ziehen Sie durch. Und es ist abgeschlossen. Diese Enden auf die andere Seite hier verstecken und auch vernähen. Einfach so runterziehen. Und das war's. Die Tasche ist fertig. Und das ist der Rest von 2 Knäueln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreiben Sie mir einen Kommentar, ob hat es euch gefallen. Über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.